Ach, diese Ruhe, gell? Das sagen doch auch manchmal Leute, wenn die zum ersten Mal zu uns auf den Berg Schönstadt kommen. Ah, diese Stille. Ja, nee, das ist echt so. Man muss sich daran gewöhnen manchmal, wenn man zum Beispiel aus der Großstadt kommt und dann zum ersten Mal so wirklich in diese ganz totale Stille reinkommt, wo nichts piept und tutet und macht. Man hat ja einfach seine Ruhe. Das ist echt schön. Also ich meine, ich bin ja sowieso Dorfkind, also ich komme vom Dorf. Und da bin ich das auch gewohnt, dass dann abends zum Beispiel einfach still ist. Und da bin ich dran gewohnt, da kann ich dann auch gut schlafen. Aber wenn ich an so einer belebten Straße wäre, ich glaube, das könnte ich gar nicht schlafen. Ja, gut, ich glaube, man gewöhnt sich an alles. Aber es ist trotzdem, finde ich, es tut gut eben diese Stille. Und es kann sogar krank machen, also dieses ständige Lärm, in dem wir so hineingesetzt sind, Oh ja. das macht auf Dauer wirklich krank. Ja. So belegen auch zahlreiche Studien den Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Dauerlärm an Flughäfen oder an Autobahnen, Menschen, die da in der Nähe wohnen. Und darum gibt es sogar extra Gesetze und Verordnungen zum Lärmschutz. Hast du sicher auch gesehen am Autobahn. Ja, ja. Zwischen dann und dann nur so schnell fahren ist schon, wegen genau, dem Lärm. Ja, schon genau. auch sinnvoll, gell? Ja. Und ich finde auch im Alltag, da sind wir ja irgendwie auch immer so einer Dauerbeschallung ausgesetzt. Gell? Oft nehmen wir das schon gar nicht mehr so wahr, weil wir daran gewöhnt sind. Aber erst wenn es absolut still ist, so wie jetzt, dann merken wir auf einmal, oh, wie befreiend das sein kann. Ja. Wie jetzt bei unserem Waldspaziergang. Ja, Gell? immer so diese schönen Geräusche der Natur, aber ansonsten nichts. Schön. Ganz gut. Ja, und dann spüren wir wieder, wie diese akustischen Auszeiten am Tag uns echt auch gut tun. Wenn das auch manchmal schwierig ist oder man muss sich daran gewöhnen, gell? Aber überleg mal, wie oft wir am Tag so totale Stille haben. Ich meine, wir haben den Luxus, dass wir jeden Tag beginnen können in Stille. Oh ja. Diese Zeit am Morgen, aber wer hat das sonst? Das ist wirklich toll. Also ich bin da so dankbar dafür, dass wir diese Zeit haben. Also erst haben wir ja unser Morgengebet und dann eine halbe Stunde stille Meditation, so für uns, wo wir einfach auch Zeit haben, Ruhe haben für Gott und für uns persönlich. Gell? Also das ist schon eine ganz besondere Energiezufuhr. Das merke ich wirklich. Das ist so ein Hineinhorchen in den Himmel. Wir Menschen brauchen Zeiten der Stille. Das wird immer mehr entdeckt. Also gerade so Zeiten ohne akustischer Input, das wird zu einer ganz wesentlichen, wichtigen menschlichen Ressource. Auch wenn es für viele gar nicht so leicht ist, diese Stille auszuhalten. Aber Stille macht echt was mit uns. Ja, die macht uns gesund, könnte man sagen. Du, und da gibt es auch eine ganz tolle Initiative, das habe ich vor kurzem entdeckt, und zwar vom anderen Ende der Welt in Neuseeland. Ja, da hat ein Angestellter von einem Supermarkt, der hat auch ein autistisches Kind, und der hatte die Idee, dass eine Stunde lang also alle Geräusche so heruntergefahren werden. Also weißt, keine Durchsagen, da werden auch die Regale nicht eingeräumt und gedimmtes Licht. Okay. Und das nennt sich so stille Stunde oder halt Quiet Hour heißt es dann dort. Das hört sich schon toll an. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das Anklang findet bei Menschen, die nicht autistisch sind. Ja, Also das tut es auch schon. Also auch bei uns in Deutschland, da sind schon ein paar Supermärkte dabei, ein Buchladen, ein Museum und ein Fitnessstudio sogar. ganz interessant. Aber eben, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. Ja. So,
Sollen wir jetzt gehen? Okay, los, Gut. gehen wir weiter. Man spürt also immer mehr, wie wichtig solche Zeiten sind. Für den Körper sind Phasen der Stille unabdingbar, um zu entspannen und neue Energie zu tanken. Aber auch für unseren Geist, für unser Mindset, für die Seele. Ich glaube, das ist noch so ein Feld, das etwas brach liegt, ehrlich gesagt. Das stimmt. Regelmäßig in eine Stille zu gehen, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Also, dass wir bei uns selbst, in unserem eigenen Leben, eine stille Stunde, eine Zeit der Stille einführen. Und dass wir uns daran gewöhnen, regelmäßig einfach mal sämtliche akustische und visuelle Reize ausschalten. Kein Handy, kein Computer, kein Telefon, nichts. Dann werden wir nach und nach spüren, wie heilsam das ist, wie sich auf einmal Wesentliches vom Unwesentlichen abhebt. Und es kann sich auch das Empfinden einstellen, dass hinter dem Wesentlichen ein Wesen aufscheint, ein Du, dass wir nie ganz allein sind. Wir können Gott näher kommen. Pater Kentenich drückt es einmal so aus: Schweigen gibt dem Denken Klarheit, den Worten vielfache Resonanz und unserem Wirken unerwartet Fruchtbarkeit. Stille und Schweigen können mir helfen, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin und worum es mir halt wirklich geht im Leben. Also weißt du, die wichtigen Fragen im Leben, die aber mehr in der Tiefe sind. Also dass ich die in den Blick bekomme einfach, damit ich auch ein Leben führen kann, so wirklich im Einklang mit mir selber und mit Gott, der ja ganz in der Tiefe mit mir sprechen will. Und seine Stimme ist oft so leise, also dass man sie gerade noch hören kann in der Stille. Ja. Weißt du, diese Jahreszeit, sie bietet sich irgendwie an, auch still zu werden, finde ich. Es ist ja so, die Natur, die tut es ja auch. Das vorwärtsdrängende Leben, das ist plötzlich ganz still und die Kräfte, die ziehen sich irgendwie nach so innen. Zurück, ja, genau. Ja. Und ich tue das auch ganz gerne. Ich setze mich dann gerne hin mit einer Kerze oder so und bin dann einfach still einmal. Ja? Das finde ich richtig schön. Ja. Das tut uns einfach gut. Und das können wir euch auch nur empfehlen. Wir können uns ja wirklich durch den Rhythmus der Natur jetzt anregen lassen, selbst unsere inneren Kräfte zu sammeln und dann wieder voller Kraft und Lebensmut unseren Alltag zu gestalten. Macht's gut! Tschüss!